Ich fange aber hier vorne schon mal an und stelle Ihnen unsere erste Gesprächspartnerin jetzt in dem Panel vor. Wir begrüßen jetzt eine Politikerin, die sich im Bundestag und dort im Umweltausschuss für mehr Nachhaltigkeit stark macht und die in ihrer beruflichen Karriere sehr oft selber das Plastikproblem im Alltag, im Berufsalltag zu spüren bekommen und erlebt hat. Sie ist nämlich gelernte Ver- und Entsorgerin, hat als Fachkraft für Abwassertechnik 1990 angefangen in ihrer Heimatstadt Wolfenbüttel, hat dann die Meisterprüfung gemacht, wurde stellvertretende Abwassermeisterin in Wolfenbüttel und dann stellvertretende Teamleiterin der Abwasserbetriebe. Sie weiß also, wie schwer es ist, Plastik, Mikroplastik aus Wasser wieder herauszubekommen. Und sie hat sich parallel seit dem Jahr 2000 in der SPD engagiert, war dann 2017 erst im Niedersächsischen Landtag bis 2021 und ist 2021 in den Bundestag gewählt worden für ihren Wahlkreis Wolfenbüttel, Salzgitter und den Nordharz. Sie hat 36% geholt, ist also direkt, hat den Wahlkreis gewonnen, ist direkt eingezogen und hat mit dem Spruch, ich packe an, was euch bewegt. Und jetzt ist sie hier, ich freue mich sehr, dass sie da ist, Dunja Kreiser. Hallo. Hallo Frau Kreiser, schön, dass Sie da sind. Eine kurze Frage zum Einstieg. Wir haben das eben schon gehört, wie schwer das ist, Plastik auch wieder aus dem Abwasser herauszubekommen. Wann haben Sie so zum ersten Mal in Ihrer Karriere gemerkt, das ist ein Problem? Also dieses Plastikthema, das wird noch gewichtig. Das Problem haben wir natürlich schon seit gut 20 Jahren, wo Plastik immer mehr eingesetzt wurde. Ich werde ja nachher auch noch mal zu dem Verpackungsgesetz sprechen. Das sind natürlich die Hygieneartikel wie Wattestäbchen. Jeder, der vielleicht schon mal auf einer Kläranlage war, sind vielleicht die wenigsten hier im Raum, die wissen aber, dass man zumindest erstmal eine Grobreinigung durchführt, aber da geht immer noch mal sehr viel durch. Und es wurde ja auch eben gerade schon berichtet, was dann, sage ich mal, im Sediment dann übrig bleibt. Das ist dann letztendlich der zu behandelnde Klärschlamm, ist immer noch Kunststoff vorhanden. Eis auch natürlich kleinste Partikel an Restkunststoffen in dem Abwasserauslauf. Und das wird eben auch zukünftig sicherlich unsere größte Aufgabe sein, noch eine 4. Reinigungsstufe einzuführen, um die Feststoffe, die Faserstoffe zurückzuführen, die aber nicht nur ausschließlich Kunststoff sind, aber das ist natürlich ein großes Problem. Und dieser Vortrag, der eben gerade, sage ich mal, zu Mikroplastik gehalten wurde, hatte ich auch schon mal in meinem Wahlkreis des Öfteren durchgeführt, gerade was eben Mikroplastik anbelangt. Und wir hatten uns ja heute auch schon mal eingangs darüber unterhalten. Es ist einfach ein großes Problem und das müssen wir angehen. Aber es sind eben auch andere Kunststoffartikel, wie zum Beispiel Feuchttücher, die letztendlich in dem Verpackungsgesetz sozusagen nicht als solches vermieden werden können und auch nicht diese Erwähnung finden. Aber natürlich, man möchte darüber intensiver aufklären mit dementsprechenden Kennzeichnungen, damit die Verbraucherinnen und Verbraucher diese dann auch gut entsorgen und nicht ins Abwasser werfen. Okay, vielen Dank, Frau Kreiser, für den Moment. Wir kommen zu unserem zweiten Gast hier auf dem Panel. Der begeistert sich schon seit seiner frühesten Kindheit für Natur, hat sich schon als Jugendlicher für den Umweltschutz engagiert. Er nennt das, dass sich durch sein Leben eine Art grüner Faden zieht. Er ist außerdem Hobby-Ornithologe. Er hat seine Begeisterung zum Beruf gemacht. 1997 nach einem Geografie- und Jurastudium hat er beim NABU angefangen, leitete da erst den Fachbereich Naturschutz und Umweltpolitik. Da hat er gelernt, dicke Bretter zu bohren, hat zum Beispiel im Austausch mit der Bundesregierung die Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes mit entwickelt. 2004 ist er zum WWF gewechselt, leitete da erst die Naturschutzabteilung und ist seit 2014 Vorstand beim WWF, aktuell geschäftsführender Vorstand. Und jetzt ist er hier, freue mich sehr. Guten Abend, Christoph Heinrich vom WWF. Hallo. Herr Heinrich, wenn man so ins Archiv schaut und guckt, wo Sie so zitiert werden, dann treten Sie eigentlich in den meisten Fällen als Mahner auf. Also am 4. Mai zum Beispiel war der Erdüberlastungstag, da haben Sie gemahnt, dass wir schon so sehr über dem Limit leben, knappe Ressourcen vergeuden, schlecht unsere Ökosysteme behandeln. Und neulich haben Sie zum Beispiel auch geraten, man sollte die Wäsche vielleicht lieber kalt waschen als heiß. Also Sie sind jemand, der immer so erinnert, was man tun sollte, um die Umwelt zu schützen und treten auch immer mahnend auf. Gibt es auch eine gute Nachricht, die Sie uns heute Abend mitgebracht haben?
Ja, ich bin erschüttert, muss ich sagen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen der Pressearbeit geschuldet. Ne? Das kennen Sie alle. Schlechte Nachrichten oder mahnende Nachrichten, die verkaufen sich einfach besser, als wenn man mal auch eine gute Nachricht hat oder eine Lösung präsentieren will. Deswegen entsteht, glaube ich, ein einseitiges Bild. Wir sind ja schon als Organisation, wollen wir uns verstanden wissen, als Lösungssucher, auch als Brückenbauer. Also, aber gerade dieses Lösungen kreieren, das kennzeichnet den WWF ganz stark. Starker Teil unseres Selbstverständnisses. Und ich selbst bin da eigentlich eine sehr optimistische Person und verstehe mich überhaupt gar nicht als Mahner. Ich muss das also mal überdenken, was da in die Öffentlichkeit gerät. Okay, also vielleicht ist es auch der Medienfilter, das sind ja auch wichtige Warnungen. Ich glaube, da ist ein Medienfilter mit drin. Und ja, also Sie haben jetzt ein paar Beispiele genannt. Natürlich, wenn ein Weltüberlastungstag ist oder wir die Earth Hour machen, klar, das sind Anlässe, wo man auf Gefahrensituationen hinweist. Aber dann haben Sie eben auch das Beispiel mit der Wäschetemperatur benannt. So ein ganz nettes, kleines mit einer ungeheuren Wirkung. Ich will es mal kurz sagen. Wer seine Wäsche, so wie ich bisher immer, bei 40 Grad in der Regel oder sogar vielleicht bei 60 Grad gewaschen hat, der hat enorm viel Energie verschwendet, die gar nicht notwendig ist. Wir können mit modernen Waschmitteln, ich nenne das keinen Namen, aber es gibt einige, die sind sogar speziell daraufhin optimiert worden, die Wäsche mit 30 oder sogar 20 Grad waschen. Und wenn man nur von 40 auf 30 Grad runtergeht, reduziert man den Energieverbrauch um 38%. Das ist richtig viel. Ja? Okay. Ganz heißer Tipp. Ist aber nicht das Thema des heutigen Abends. Genau, ist nicht das aber Thema, ich will nur sagen, also wir reden sehr oft über solche Lösungen und wir haben ja gleich... Aber Lösung ist ein gutes Stichwort, weil wir noch einen Gast auf dem Panel haben, mit dem Sie auch eine Lösung zusammen erarbeiten. Er ist Unternehmer, und zwar in 4. Generation Familienunternehmer, eines 124 Jahre alten Unternehmers mit 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen fertigt Produkte, die Material mit 100%iger Zirkularität versprechen. Badewannen, Duschflächen, Waschtische aus Stahl-Emai hier im Raum. Das ist jetzt für die Leute an den Geräten nicht so präsent, aber für uns ist das hier sehr präsent. Sie können das hier auch angucken. Und unser Gast hat schon als Teenager in der Produktion dieser Familienfirma mitgearbeitet, selber erfahren, wie das ist, Produkte zusammenzubauen und auch mitbekommen, wie früh eigentlich da Nachhaltigkeit schon ein Thema war und die Frage, wie setzen wir unsere Ressourcen effizient ein, wie nehmen wir Ressourcen, die man wiederverwenden kann. Und heute will er mit seinem Unternehmen den Weg zu mehr Nachhaltigkeit gehen. Das Zauberwort heißt Lookstainability. Was das bedeutet, kann er uns gleich erzählen. Außerdem unterstützt er mit seinem Unternehmen das WWW-Meeresschutzprogramm, das für die Reduzierung des Plastikmülls in den Ozeanen eintritt. Und jetzt ist er hier. Ich freue mich sehr. Franz Kaldewey vom Unternehmen Kaldewey. Hallo, Herr Kaldewey. Guten Abend. Hallo. Eine Frage für den Anfang auch an Sie. Können Sie einmal kurz erklären, wie sieht Ihre Klimabilanz von Kaldewey aus? Können Sie so ein paar Eckdaten uns verraten, an der man sehen kann, so wirkt sich Ihr Unternehmen aufs Klima aus und diese Fortschritte haben Sie auch schon erreicht oder nehmen Sie in Angriff? Ja, die Klimabilanz, die haben wir erarbeitet mit unserem Nachhaltigkeitsbericht, den wir dieses Jahr das erste Mal veröffentlicht haben. Das ist sehr viel Arbeit, die man da reinstecken muss, um das genau und auch richtig zu erheben. Wir haben uns die Arbeit gemacht und das kann man im Detail auch nachlesen. Letztendlich geht Ihre Frage direkt ins Zentrum rein. Also wir haben einen Werkstoff, der nennt sich Stahl-Emai, der ist schon ganz lange in Verwendung. Unser Unternehmen gibt es 104 Jahre, nicht 124 Jahre. Oh, pardon. Aber das ist alles gut. Stimmt. Und dieser Werkstoff hat halt ganz viele Vorteile. Er ist plastikfrei, er ist kreislauffähig. Kreislauffähig ist sozusagen die Steigerung von Recyclingfähigkeit. Das heißt, man kann nach der Benutzung des Produktes am Ende des Lebenszykluses das Produkt zurücknehmen, in den Produktionskreislauf wieder einbringen, ohne Qualitäts- und Mengenverlust. Das ist das Thema Zirkularität. Und in unserer Klimabilanz ist sicherlich das Thema Stahl noch die größte Herausforderung. Unsere Produkte sind aus Stahl, Stahl-Emai. Und da entsteht natürlich CO2. So, das heißt, woran wir arbeiten müssen, und das hat Frau Dr. Ziemann ja auch gesagt, im Produktdesign kann man überlegen, wie man schon auch Plastik vermeiden kann. Also wir haben jetzt Plastik, haben wir raus, ne? Stahl ist plastikfrei. Und im Bereich sonstiger Klimaschutz ist sicherlich bei uns das Thema CO2-Emissionen-Thema. Da gibt es immer tolle Fortschritte. Beispielsweise setzen wir heute schon einen klimafreien Stahl ein. Der nennt sich dann Blue Mint, der kann auch andere Namen haben von anderen Herstellern. Aber diese Stelle gibt es und das ist auch Teil, sag mal, der Lösung, die vor uns liegt, aber die noch Arbeit bedarf. Das heißt also, der Stahl kann in Deutschland weitestgehend oder deutlich CO2-reduziert hergestellt werden.
Dafür müssen wir aber die Grundlagen schaffen an Infrastruktur. Wir brauchen einen grünen Wasserstoff, wir brauchen Elektrolyseure, wir brauchen Infrastruktur und dann kann in Deutschland, in Duisburg, Salzgitter, an anderen Standorten, kann Stahl hergestellt werden, der sehr klimafreundlich ist. Und dann haben wir den letzten großen Punkt in der Klimabilanz auch adressiert. Wir wollen gleich ein Stück weit tiefer in dieses Thema Zirkularität eintauchen und da auch nochmal über den Stahl sprechen, aber erstmal reden wir über Plastik und Sie machen beide zusammen ein Projekt oder der WWF macht ein Projekt in Vietnam, das von Ihnen, von Kaldewey unterstützt wird, und zwar im Mekong-Delta, an dem man vieles eigentlich lernen kann, was schief läuft beim Thema Plastik, aber auch, wie man es besser machen kann. Und da würde mich mal interessieren, was ist das für ein Projekt und warum gerade im Mekong-Delta? Die Welt ist groß, überall ist das Plastik, in allen Ozeanen. Warum haben Sie dieses Projekt ausgesucht? Vielleicht Herr Heinrich, Sie zuerst, was passiert da eigentlich genau? Ja. Also wir haben uns vor einigen Jahren gefragt, wie gehen wir mit dem Plastikthema in den Meeren um, wie bewerten wir es? So, warum muss man sich das erstmal fragen? Weil für uns damals wie auch heute nach wie vor die größte Belastung auf den Weltmeeren durch die industrielle Fischerei hervorgeht. Etwas, was in der Öffentlichkeit auch sehr wenig bekannt ist, völlig unterschätzt wird. Und trotzdem, und wir haben uns lange gefragt, ist das Plastikthema so wichtig, dass der WWF sich dann damit Wucht drauf werfen muss? Ist es vielleicht nur ein ästhetisches Problem oder ist es ein Problem, das ganz gewaltig ist und sein wird? Und letzteres war und ist eindeutig der Fall. Es ist gewaltig. Wir kriegen das in Deutschland gar nicht mit. Wissen Sie, wenn wir über Plastik hier reden, dann reden wir hin und wieder über den ästhetischen Schaden, wenn irgendwo eine Plastikflasche rumliegt, nicht wahr? Ja, wir haben die Reifenabriebe und ja, auch wir emittieren Plastik. Aber das, was sich vor allen Dingen in Ländern Asiens, zunehmend aber auch in Afrika oder in Südamerika abspielt, ist ungeheuer. Und das geht über ein ästhetisches Problem komplett hinaus. Wir haben Strandabschnitte, wo so viel Plastik über die Flüsse angespült wird, dass sie kniehoch durch Plastik laufen. Dass sozusagen ein Strand gar nicht mehr existiert als eine geografische Struktur, auch gar kein Lebensraum mehr sein kann. Ja? Wir haben es mit Ländern, und zwar mit Schwellenländern zu tun, die einen bedeutenden Konsum haben, auch eine bedeutende industrielle Produktion haben, aber die überhaupt keine funktionierenden Abfallsysteme aufweisen können. Das heißt, wenn jemand dort ein Getränk nimmt und alle Getränke sind PET-Flaschen und überhaupt keine dieser PET-Flaschen ist ein Mehrwegsystem. Das heißt, alles ist Einmalnutzungs-Wegwerfplastik. Genau sozusagen das Feindbild, an dem wir uns jetzt abarbeiten. Dieses Einmalnutzen, weil an sich ist Kunststoff ja ein wertvoller und interessanter Rohstoff. Aber wenn er zu einem Schleuderprodukt wird, was 400 Jahre braucht, was wir gerade gehört haben, um sich in der Umwelt in was auch immer zu zersetzen, vielleicht auch nochmal schädliche Koppelprodukte und nur einmal benutzt wurde, dann ist etwas ganz grundlegend falsch. Und insbesondere dann, wenn er sich anschickt, geradezu zu einer geologischen Schicht zu werden. Ja? So gewaltig ist das Problem. So, Vietnam. Ganz kurz. Herr Kaldewey, Sie sind da ja als Unterstützer eingestiegen bei dem Projekt. Bevor wir das Projekt einmal kurz beschreiben, würde mich interessieren, Sie verwenden ja kaum Plastik. Und von Ihrem Plastik, das Sie verwenden, landet wahrscheinlich nichts in Vietnam im Mekong, vielleicht fast nichts. Warum haben Sie, als Sie diese Anamnese gehört haben vom WWF oder von Herrn Heinrich, haben Sie gesagt, da will ich mich engagieren, da will ich was gegen tun. Warum überhaupt? Ja, es ist ein dynamischer Prozess. Also ich selber bin ja genau wie alle anderen Erdenbürger auch im Sommer mal am Strand unterwegs und da wird einem das Problem eigentlich sehr bewusst, wenn man dann schwimmen gehen will im Meer und dann einem ganz viel Plastik entgegenkommt, dann hat man schon das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich mich tatsächlich an den WWF gewandt und gefragt, wie kann man denn da eigentlich gegen anarbeiten? Was kann man dagegen machen? Das war wirklich eher so ein Impuls. Das war jetzt nicht wahnsinnig überlegt, aus einer Strategie kommt, sondern eher ein Impuls, dass ich so dachte, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Und dann haben wir miteinander gesprochen. Und sie können mit dem WWF nicht einfach so zusammenarbeiten. Also die sind da schon relativ wählerisch, mit wem sie auch zusammenarbeiten. Müssen sie auch. WWF ist eine tolle Marke, da muss man aufpassen, was man tut. Auf jeden Fall haben wir dann sehr intensiv darüber gesprochen, was wir gemeinsam tun können. Und es läuft da schon so, dass der WWF Projekte vorschlägt, die dann auch Plastik adressieren. Und hier war es einfach so, dass das Mekong-Delta zu den größten Eintragsgebieten von Plastik in die Weltmeere gilt und auch ist faktisch. Das heißt also, an der Nordsee hätten wir das weniger machen können. Wir hätten es zwar machen können, aber es hätte nicht so viel gebracht. Also insofern, das war der Grund, warum denn jetzt Mekong-Delta. Und vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, interessant wurde die Arbeit mit dem WWF dann dadurch,
dass eben die Hürde, die man überspringen muss, auch ist, sich selber zu verbessern in der Klimabilanz. Und dann haben wir plötzlich inhaltlich miteinander gesprochen und dann kamen natürlich Herausforderungen, ihr müsst euch committen zu gewissen Zielen, es kamen aber auch Hinweise, was können wir denn tun? Und dann hat das auf persönlicher Ebene gut funktioniert und dann ist letztendlich auch ein bisschen das Gebiet nachrangig, wenn es dem Zweck dient. Und deswegen sind wir dann nach Vietnam gegangen. Das nächste Projekt ist aber ja in Deutschland. Und in Vietnam, da mussten Sie dann versuchen, sowohl die Menschen, die das Plastik benutzen, zu informieren, was man damit machen kann. Sie mussten die Politik überzeugen, die Regularien zu verändern. Sie mussten die Unternehmen an Bord holen. Wie gelingt sowas? Klingt ja nach einem Mammutprojekt in einem Land, wo es jetzt auch nicht Kläranlagen wie hier zum Beispiel gibt, ja, oder auch nicht ein Einwegpfand oder sowas. Wie gelingt das? Also zunächst mal, auf Vietnam sind wir schlicht gekommen, weil wir wollten nicht irgendwo ein bisschen Plastik am Strand einsammeln. Ja? Sondern wir haben gesagt, wo ist das Problem global wirklich richtig dick, richtig groß? Und da kommen 5 asiatische Länder, führen das an und da ist Vietnam eines von. Indien, Indonesien, China sind andere Länder. So, wir haben eine sehr gute Partnerorganisation, den WWF Vietnam. Wir haben die gefragt, wir hatten auch andere gefragt. Der WWF Vietnam hat sofort darauf angesprochen, hat auch gesagt, ja, wir haben auch sehr gute Beziehungen zur Regierung, vor allen Dingen auch zu einer bestimmten Provinz im Mekong-Delta, die sich das auch schon gewünscht hatte. Man war also vor Ort auch schon im Dialog, also die Bereitschaft war von vornherein da. Und das war eine Grundvoraussetzung. Das heißt, es hätte nichts gebracht, wenn wir jetzt nach Vietnam gegangen wären als WWF Deutschland und wären dort nicht auf eine willige Regierung oder auch auf eine willige Provinzregierung gestoßen. Dann bringt das nichts, dann kann man da nichts bewirken. Aber die Voraussetzungen waren gut. Das Problembewusstsein war schnell hergestellt und wir haben dann in der Region Long An, die liegt im Mekong-Delta, haben wir uns mit allen regionalen Autoritäten zusammengesetzt. Der WWF Vietnam hat dabei geholfen, hat auch die Kontakte zur zentralen Regierung hergestellt. Aber das Entscheidende war, dass wir eine Finanzierung brauchten. Sowas kostet Geld, man muss Personal einsetzen, man muss wissenschaftliches Know-how hinbringen. Und da ist dann Kaldewey damals mit eingesprungen. Ohne das hätten wir diesen Start nicht machen können. Wir haben nachher dann vom Bundesumweltministerium bedeutende Summen erhalten. Das ist also ein sehr großes Projekt geworden. Man kann sagen, das ist auch ein Flaggschiffvorhaben, auch für Vietnam geworden. Und wir haben diese Region genommen als Testfall. Als Testfall, der jetzt natürlich national ausgerollt werden muss. Ne? Also in der einen Region haben wir es versucht. Und worum ging es? Ist erstmal eigentlich relativ einfach. Es ging darum, eine geregelte Abfallentsorgung einzuführen, wo sowas überhaupt nicht existierte, wo die Abfallentsorgung darin bestand, dass man es hinters Haus möglichst an den Hang gekippt hat und der Regen, der Monsun spült es dann runter in den Bach, von dort in den Fluss und dann ins Meer. Und allen ist klar, dass das so nicht weitergeht. Ja. Ich habe vorhin die Dimensionen dargelegt. So, aber jetzt nicht nur einfach eine Abfallentsorgung, sondern eine moderne. Also ein kluges Trennungssystem, da wurde auch organischer Abfall wird gesammelt, es wird recyclingfähiger Abfall und das ist mehr als nur PET-Plastik, da sind auch Metalle, da ist Papier und so weiter drin, alles was man trocken und dann gibt es noch Reststoffe und die Reststoffe wurden auch nochmal gesondert und allein dadurch hat sich das, was die deponieren müssen, dramatisch verringert. Das heißt auch für die Kommunen da unten war ein Riesenproblem, nämlich das Problem von Deponien hat sich plötzlich gemindert. Ich spreche in der Vergangenheit, weil das läuft jetzt auch schon eine gewisse Zeit und wir können wirklich auf Erfolge hinweisen. Und das, was jetzt als recyclingfähiges Material eingesammelt wird, muss dann natürlich auch in einen Recyclingkreislauf reingehen. Und das tut es auch. Das heißt, es wird jetzt eingesammelt, es wird recycelt. Und das Ganze muss jetzt national dann ausgerollt werden. Und ein letztes noch. Der nächste Schritt war dann der, dass wir gesagt haben, und wir finanziert das Ganze. Und dann haben wir eine gute deutsche Institution, nämlich die erweiterte Produzentenhaftung in Vietnam eingeführt. Das müssen Sie mal erklären. Das bedeutet, der Produzent... Das heißt, natürlich gibt es dann erweiterte Produzentenhaftung, sehr deutsch, Extended Producer Responsibility, das gibt es dann auch auf Englisch und dann hat das da auch gezündet. Ja, das heißt eigentlich, wer Verpackungen in Umlauf bringt, muss auch für ihre Entsorgung und für das Recycling kostenmäßig aufkommen. Und dadurch wird Bewusstsein geschaffen, ein Stück weit, hoffen wir. So, das alles ist aber am Ende, und das hat uns auch gezeigt, erstmal kann das Probleme mildern, das hoffen wir, aber das ist noch nicht die Lösung. Die Lösung, das wurde dann auch sehr schnell klar, muss daran liegen, dass wir weltweit zu einer weltweiten Konvention kommen, wo die Staatengemeinschaften, die sich dahinter verpflichten, sich darauf vereinigen, dass wir in Zukunft dramatisch weniger Plastik in den Umlauf bringen. Das heißt, das Zeug muss vermieden werden, wo nur geht. Das, was dann noch in den Einsatz kommt, muss recycelt werden.
Und dann bleibt hoffentlich nur noch ein ganz kleines Delta. Das wird man verbrennen müssen. Okay, Sie haben jetzt selber schon rausgezoomt aus Vietnam auf so eine globale Ebene und ziemlich deutlich gesagt, was passieren muss. Wenn wir jetzt mal nach Deutschland gucken und erstmal gucken, was passiert eigentlich hier, Frau Kreiser. Die Politik muss sich gerade mit ganz vielen überlagernden Krisen beschäftigen, also Energiekrise, natürlich den Folgen des Kriegs. Russland hat die Ukraine überfallen. Die Pandemie ist immer noch nicht so ganz ausgestanden. Es gibt unglaublich viele Herausforderungen, die alle gleichzeitig passieren. Wie groß oder wie ist Ihr Eindruck, bleibt da eigentlich sowas wie Politik für eine zirkuläre Verwendung von Plastik auf der Strecke? Sie sind ja Langstreckenläuferin. Brauchen Sie gerade ganz viel Ausdauer, um das auch durchzubekommen? Also ich denke mal, wir haben das genauso im Fokus wie natürlich die anderen Herausforderungen auch und wir gehen die auch an. Natürlich müssen wir die Herausforderungen, die Sie gerade eben genannt haben, erstmal fokussieren, aber die Vermeidung von Kunststoff liegt uns auch natürlich sehr stark am Herzen und deswegen haben wir auch dieses Verpackungsgesetz auf den Weg gebracht, was ja sozusagen im März dann auch durch den Bundesrat geht. Natürlich gibt es auch, sage ich mal, den Ansporn, da noch intensiver zu arbeiten, aber ich finde, das ist schon mal auch ein Erfolg als solches, der sich ja von EU-Ebene heruntergebrochen hat auf die Länder hinaus. Und es geht da ganz klar um die Vermeidung eben von Einwegkunststoff. Ist das dieser Einwegkunststofffonds? Ja, genau. Das natürlich auch gerade in den Bereichen der Gastronomie natürlich auch sehr stark anfällt und dass dort eben Mehrwegprodukte eingesetzt werden sollen. Und es gibt eben auch das Verursacherprinzip, was Sie eben auch gesagt haben, was eben sehr wichtig ist, um letztendlich auch die Kommunen davon zu entlasten. Die hohen Kosten der Reinigung, die ja auch weiterhin bestehen. Also Sie müssen ja auch sehen, dass jede Kommune unterschiedliche Entsorgungsformate hat, was dann teilweise ja auch zu wilden Vermüllungen führt und, sage ich mal, auch zu illegalen Entsorgungen führt. Und ich bin auch noch ehrenamtlich Bürgermeisterin bei mir in der Gemeinde. Ich habe das jedes Jahr, dass ich diese Feldwege reinigen muss. Von, sage ich mal, vermüllten Bereichen, eben auch recycelbaren Produkten eigentlich ja auch, ne? Aber natürlich eben auch ganz anderen Abfällen. Und dafür wird eben auch ein Fonds gegründet, der dann die Kommunen, sage ich mal, unterstützt. Was also aber das eben, Geld kommt von den Erzeugern und wird dann verwendet, um die Kommunen zu finanzieren. Für diejenigen, die dann eben, sage ich mal, nicht diese Mehrwegprodukte und recycelbaren Produkte herstellen. Es ist auch ganz klar erklärt worden, der Weg, wie er weiter aussieht. Gerade die Einwegflaschen soll das Pfandsystem erweitert werden. Es sind ja nicht alle Einwegflaschen zurzeit befandet. Das wird ausgeweitet. Und es soll ein höheres Recycelgrad erreicht werden, gerade bei den PET-Flaschen, dass die recycelt werden und natürlich auch also die Produkte dann sozusagen weitergetragen werden. Und dieses Data, was dann übrig bleibt, das sind dann eben stärkere Kisten etc., die gerade so in der Lebensmittelbranche eingesetzt werden, in Gärtnereien, die einfach recycelt worden sind. Das ist dort auch erklärt. Und gerade die Produktion von Plastiktüten, was vorhin auch gesagt wurde, die werden dann sozusagen auch verboten. Das kommt noch hinzu und es wird letztendlich auch erklärt, dass Abfälle, Kunststoffabfälle auch nicht mehr exportiert werden dürfen. Also es ist schon sehr weit gefächert, das Gesetz, und hat natürlich auch einen Zeitstrahl von 23 bis 30 dann in der Endausführung. Okay, also viele Vorhaben, die damit verbunden sind. Herr Heinrich, würden Sie sagen, das ist ein guter Weg, damit können wir arbeiten, oder hätten Sie sich mehr gewünscht auch von der Ampelregierung? Ja klar, also erstmal, es ist schon mal ein Weg, ja, aber wir müssen wirklich eins sehen, und wir haben das jetzt alle in der Pandemie gelernt. Erst wenn wirklich richtig Druck in ein System reinkommt, entweder weil eine sehr gefährliche Situation herrscht, wie die Infektionsgefahr durch den Virus, oder wenn wirklich die Not ganz schreiend und unmittelbar spürbar ist, erst dann bewegen sich viele. Aber wir wünschen uns natürlich, dass in der Politik auch schon mal vorausschauend einfach Entscheidungen mal mutig getroffen werden und nicht so lange zugewartet wird. Ich würde mir natürlich wünschen, dass man in Zukunft sagt, sowas wie Getränkeverpackungen, die müssen alle Mehrweg sein. Und dann muss das Material, wenn es denn Kunststoff ist, auch noch zu 100% recyclingfähig sein. Und sowas wie Einweg-Tragetaschen, das gehörte natürlich schon seit langem verboten. Ja? Und jetzt wird wieder irgendeiner schreien, ihr seid wieder die Verbotspartei, weil ich muss es einfach mal sagen,
wenn man hier nicht ganz klare Rahmen setzt, wird es sich nicht ausreichen. Es wird nicht allein durch Freiwilligkeit im ausreichenden Maße zu haben sein. So gut es auch ist, dass viele Unternehmen schon freiwillig etliches tun, das ist sehr zu begrüßen. Und ich hoffe, dass sie sich auch gegenüber den Kunden und Mitarbeitern gut dadurch positionieren. Aber es reicht nicht. Eins möchte ich aber dann noch mal kurz mit anmerken. Was ganz wichtig ist in diesem Gesetz, ist natürlich auch die Beratung für Verbraucherinnen und Verbraucher als auch Produzenten. Das ist nämlich in dem Gesetz auch noch mal mit festgelegt, weil gerade die Aufklärung ist so wichtig. Und ich komme ja aus einer Innovationsregion mit der TU Clausthal, die da als Circular Region sich auch erklärt hat, ganz viel mit dem Landkreis Goslar zusammen macht, um letztendlich auch die Verbraucherinnen und Verbraucher in die Öffentlichkeit geht. Und das ist in dem Gesetz auch erklärt. Und ich finde, das ist nochmal ganz wichtig, weil wir müssen mehr Aufklärung reinbringen, um auch die Bereitschaft natürlich auch zu kriegen, dass man mehr Mehrwegprodukte auch kauft. Ja, Ein Satz, Herr Heinrich, dann würde ich gerne Herrn Kaldewey nur holen. ganz kurz. Ja, und trotzdem bitte lassen Sie uns nicht diese Problembewältigung auf den armen Verbraucher und die arme Verbraucherin abwälzen. Ne? Das haben Sie nicht gemacht, aber ich will das nur noch mal ganz deutlich sagen. Wir sind, und ich mich eingeschlossen, wir sind damit allesamt überfordert. Und wenn eine Sache, die ich noch erwähnen will, wir gehen ja jetzt gerade, und das fördert auch Kaldewey jetzt mit uns, wir wollen jetzt wirklich mit etlichen Branchen, da gehört die Internetbranche, Verpackungsmaterial, da gehört die Gastronomie, da gehört die Systemgastronomie dazu, etc. Wir müssen darüber reden, dass es bestimmte Formen von Verpackung in Zukunft einfach gar nicht mehr gibt. Dass es schon bestimmte kleine Produkte, die einfach sinnlos und blödsinnig sind, ja, gar nicht mehr gibt. Also der Wegwerfbecher. Oder das Nutella-Döschen im Hotel, ja, so klein, also fast alles Plastik und kaum Nutella drin und so weiter und so fort. Ja, also genau, mit dem Quatsch, das werden wir uns nicht leisten können. Jetzt habe ich aber zurück zu Ihnen. Super Appell. Herr Kaldewey, Sie haben ja vieles freiwillig auf den Weg gebracht, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Also die Klimaberichterstattung, die Sie machen, die Reduktion und so weiter, die Ziele, die Sie sich da setzen, den Stahl, den Sie eben angesprochen haben. Wenn Sie jetzt hören, wir brauchen aber mehr Leitplanken und mehr Regeln und auch vielleicht auch das ein oder andere Verbot, würden Sie sagen, ja, ist richtig, ich unterschreibe das, was Herr Heinrich da sagt, oder sagen Sie, nee, eigentlich wollen die Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt inzwischen auch nachhaltige Produkte? Der Anreiz ist eigentlich groß genug, da muss nicht noch jemand Verbote auf den Tisch legen. Ja, als Vertreter der Wirtschaft bin ich natürlich eher für den Konsumenten und für das Angebot und für Nachfrage, nicht so sehr für politische Leitplanken, weil wir, glaube ich, auch wissen, das muss man sehr gut beobachten oder begleiten, sonst können so Leitplanken auch in die falsche Richtung führen. Also politische Leitplanken ist immer so die Frage. Natürlich gibt es das. Es gibt ja eine Ampel bei Nahrungsmitteln, die kann man auch bei Produkten einführen. Und ich glaube, man muss den Verbraucher auch aufklären. Das ist wichtig. Es gibt sogenannte Umweltproduktdeklarationen, die erheben kaum Produzenten, weil es nämlich dann ein nicht so gutes Ergebnis gibt. Aber einige gibt es eben doch, die diese EPDs oder Umweltproduktdeklarationen erstellen. Und daran muss man sich, glaube ich, schon orientieren können. Und da eint uns natürlich den Herrn Heinrich und mich oder WWF und Kaldewey, der Blick, ja, gewisse Produkte müssen gar nicht mehr sein. Und das kann das Nutella-Döschen sein. Ich sage immer, das kann aber auch sein, dass wir einfach die Plastikbadewanne gar nicht mehr ins Badezimmer einbauen, weil wir heute unabhängig vom Verpackungsmüll 12.000 Tonnen Plastik jedes Jahr in deutsche Badezimmer befördern. Und da kann man ganz einfach anfangen und sagen, eine Plastikbadewanne brauche ich nicht mehr. Und Sie würden sich dann auch freuen, wenn es Unternehmen gibt, die dann, also neue Wettbewerber da plötzlich auftauchen, weil die eben auch alle keine Plastikbadewannen mehr bauen. Absolut, genau. Also natürlich freuen wir uns, wenn wir Teil der Lösung sind, ganz klar. Und Sie sagen freiwillig, ja, es ist natürlich auch Tradition. Das ist vielleicht einfach Glück, dass sich schon Vorgenerationen, mein Vater, Großvater und so weiter, einfach aus einer Grundhaltung entschieden haben, diesem Material Stahl immer treu zu bleiben und nicht, wie es modern und modisch war, auf Acryl, sprich Plastik umzuschwenken. Und jetzt gerade dreht sich der Zeitgeist natürlich enorm in Richtung dieser Haltung. Und das ist vielleicht auch einfach eine ganz, ganz glückliche Fügung. Herr Heinrich, wenn Sie das hören, was Kaldewey schon macht, haben Sie trotzdem das Gefühl, da ginge noch mehr? Geht immer mehr, ne? Ja, klar. Also zunächst mal ist das sehr gut und Kaldewey denkt ja auch über Verpackungen nach. Also wie wird so eine Badewanne transportiert, nicht wahr? Denn da entsteht dann jede Menge Kunststoff in der Regel. Das Problem des Einmalplastiks, ich nenne es mal so, und wie gesagt, das ist, da sehe ich die Hauptproblemlage drin. Das liegt überwiegend bei Verpackungen. So viel Verpackungsmüll haben wir gar nicht, wenn ich das ergänzen darf. Also es ist in Ordnung, aber haben wir eigentlich gar nicht. Wir schlagen die Produkte ein in Pappe
und dann wird die auf einer Holzpalette transportiert zum Handel. Ja, genau, so. Und es geht, war's. nicht wahr? Und neulich habe ich, und ich gestehe jetzt den Sündenfall, ich habe mir ein Regal bestellt. okay. Ja, ein schönes Regal bei einem Produzenten in Berlin. Und dann kam das Ding an, das war ein Albtraum. Das auszupacken, was sich da an Pappe, Plastik und Styropor, das war Wahnsinn. Das war ungeheuerlich. Ja? So, das ist jetzt nur so meine kleine Anekdote. Ihre PET-Flasche. Ja? Ich würde mal sagen, davon müssen wir alles wegkommen. Ja? Nicht mehr diese PET-Flasche, das muss anders gehen. Und dann am Schluss, das Nutella-Döschen macht es wahrscheinlich gar nicht so fett, aber das ist einfach nur so ein wunderbar sinnloses Produkt, das es einfach nicht mehr geben darf in dieser Form. Ich bin mal so radikal, weil ich spreche es einfach aus. Wir haben uns auch alle nicht getraut auszusprechen, dass es keine Plastiktaschen mehr geben darf, bis Uganda es einfach mal durchgesetzt hatte, nicht wahr? Und Kenia danach und so. Die ostafrikanischen Länder haben den Vorreiter gemacht. Die haben Plastiktaschen verboten. Wie genial war das denn? Ja? Und mittlerweile trauen wir es uns auch. Und wir müssen uns da andere Sachen zutrauen. Im Übrigen stimme ich auch Ihnen völlig zu, dass Ihre Skepsis, was Bioplastiks anbelangt, nicht wahr? Wir müssen schon aufpassen, wir werden genug zu tun haben, um auf den Agrarflächen der Erde die 10 bis 11 Milliarden Menschen satt zu bekommen. Wir werden uns nur in kleinem Umfang auch noch diese gewaltige Bioökonomie leisten können, um die heutige Kunststoffmenge irgendwann auf Äckern anzubauen. Das wird nicht gehen. Ja? Selbst wenn das nachher kompostierbar ist. Natürlich kann man über bestimmte Anteile reden, aber es wird nicht in dem Umfang gehen. Das heißt, wir müssen wirklich dramatisch über Reduktionsstrategien nachdenken. Da erhoffe ich mir, dass diese Konvention einen Schritt bedeuten wird, einen massiven, auch Bewusstseinsschritt auslösen wird. Sie meinen die Konvention auf globaler Ebene, da wird jetzt über den Entwurf verhandelt. Muss man vielleicht einmal kurz erklären, wo wir eigentlich stehen da. Ne? Genau, und diese Machbarkeiten wollen wir jetzt, wie gesagt, in einem Pilotvorhaben mit Kaldewey gemeinsam mal ausloten. Wir wollen gucken, was geht in Deutschland, um sozusagen mal jetzt das eigene Land, weil hier ist jetzt Deutschland interessant, nicht wegen unserer Strände, sondern als Testfeld für die Frage, welche Mehrwegsysteme in welchen Branchen bieten sich an, wo lässt sich Kunststoff vermeiden. Da wollen wir in Dialogprozesse gehen mit den entsprechenden Sektoren. Wir haben eine Studie mit Systemic gemacht und die hat uns sehr ermutigt, über Mehrwegsysteme in ganz anderen Bereichen nachzudenken, als sie heute angewendet werden. Frau Kreiser, Sie haben ja eben erklärt, was alles passiert, was sich alles ändert, auch im März. Jetzt ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Gesetzgebung eine Folge von einer EU-Richtlinie, richtig? Warum fasst man nicht hier noch mehr Mut und sagt, da gehen wir drüber hinaus. Da gehen wir noch einen Schritt weiter als in Deutschland und verbieten zum Beispiel die Nutella-Döschen, aber setzen vielleicht auch andere Anreize für die Wirtschaft. Warum nicht? Oder? Also nach meinem Dafürhalten kann das auf jeden Fall gemacht werden. Ich bin jetzt neu im Umweltausschuss. Ich werde mich dafür auch einsetzen und wir haben ja dafür natürlich auch noch ein paar andere Vorhaben. Das ist jetzt das Gesetz. Es gibt aber natürlich auch noch Ideen weitergreifend. Sie haben vorhin erklärt, natürlich, wir haben einen extremen Abrieb auch in der Bekleidung. Viele Kleidungsstücke sind mittlerweile aus Kunststoff und wenn Sie beim Langstreckenlauf sagen, diese Sport-Multifunktionskleidung hat einfach es besteht nur noch aus Kunststoff und das ist schon noch ein Problem. Und wenn ich mir meinen Laufshirt von vor 25 Jahren oder 20 Jahren angucke, das ist zersetzt, da kann man sich vorstellen, wo der Stoff hingeht. Das heißt, das Recyceln von Kleidungsstücken muss natürlich weitergedacht werden, auch was retourniert wird. Wir haben zum Beispiel die Bauproduktverordnung auch noch vor uns. Total unterbetrachtet, wenn Sie sagen, Herr Kaldewey, dass Sie den Stahl einsetzen, der natürlich auch schon grün ist. Danke, dass Sie auch Salzgitter erwähnt haben. Das ist natürlich zukünftig auch nochmal der Bereich, aber eben auch dann auch schon recycelten Stahl natürlich mit Wasserstoffproduktion einzusetzen und auch aus dem Bausektor recycelten Beton. Der ganze Kreislaufwirtschaft ist einfach noch viel zu wenig betrachtet und in der Baubranche ist es umso wichtiger, wenn wir jetzt auch noch den Bereich der Lieferkettenengpässe haben, der Produktengpässe haben, ist das einfach zukunftsführend nochmal sehr wichtig und da können wir aus Deutschland sehr viel machen. Was aber auch noch ein Bereich ist, der ganz wichtig ist, ist natürlich wieder die Produkte mehr in dem Bereich zu produzieren und auf den Markt zu bringen, dass sie reparierbar sind, ja? Dass sie eben keine Wegwerfprodukte sind.
und dass, wenn ein Produkt zum Beispiel ausläuft und ein sage mal, Nachfolgemodell hat, warum soll denn der Staubsaugerschlauch, der noch 200-, 300-fach irgendwo rumliegt, nicht weiterverwendet werden? Auch das geht zum Beispiel mit digitalen Plattformen, die auch in diesem Bio-Design-Verordnung, die man zum Beispiel weiterentwickeln möchte, die auch meines Erachtens in dieser globalen Plattform weiterentwickelt werden muss, dass es da eine Nachnutzung gibt. Wir müssen einfach viel mehr in die Systematik kommen und da kann man ja wunderbare digitale Systeme entwickeln. Ersatzteile.de zum Beispiel können Sie sich ja auch zum Beispiel für Ihren Herd zu Hause Produkte holen und müssen nicht gleich einen kompletten Ceranfeld kaufen. Das ist alles möglich. Ist gar nicht so leicht. Also ich habe mir neulich ein neues Handy zugelegt, weil es nicht mehr geladen hat und die Ladebuchse und den Akku zu erneuern hätte genauso viel gekostet, wie das neue Handy zu kaufen. Man hätte nicht gewusst, ob es funktioniert. Also da finde ich, sind die Anreize auch noch nicht richtig gesetzt. Was würden Sie sich denn von der Wirtschaft, von Unternehmen wünschen? Müssen die noch transparenter werden? Also Caldewa ist ja ein Beispiel, wo zum Beispiel die Klimabilanz offengelegt wird, die Reduktionsziele veröffentlicht werden. Was wünschen Sie sich da von den Unternehmen? Also ich glaube, die gut geführten Unternehmen, die auch innovativ unterwegs sind und sich, sage ich mal, auch mit den Herausforderungen, die wir haben, auseinandersetzen, die machen das schon sehr gut. Also was die Produkttransparenz anbelangt, was auch möglich ist im Recyceln, was natürlich auch den Fußabdruck anbelangt und die Klimabilanzen, auch die chemische Industrie, die ja schon auch sehr lange das Problem hat, natürlich energieintensiv zu sein, versuchen ja auch sehr stark in den Rohstoffen zu reduzieren. Und das hat natürlich zum einen den Grund, das Produkt auch noch irgendwo marktfähig zu machen aufgrund der Preislage, aber natürlich auch, weil sie auch bestrebt sind, natürlich eben auch ihren Fußabdruck auch darzustellen und umso mehr für unser Klima zu tun. Ich glaube, also es passiert schon sehr viel. Der Anreiz könnte hier und da noch besser sein. Und es muss, denke ich mal, in einem guten Austausch, in einem guten Netzwerk passieren. Natürlich, wir müssen Druck machen. Das ist ganz klar, weil sonst wird sich nichts ändern. Und Sie sind, sage ich mal, ein gutes Vorbild, aber so ist nicht jeder. Und wir müssen eben letztendlich auch Anreize schaffen, aber die Transparenz, ist vielen Unternehmen einfach bewusst mittlerweile. Und Herr Caldewa, um nochmal nachzufragen, also ist bei Ihnen da auch noch ein bisschen Luft nach oben? Also ich habe in Ihren Nachhaltigkeitsbericht geguckt und habe gesehen, was Sie für Reduktionsziele da reingeschrieben haben, aber ich habe zum Beispiel nicht gefunden, wie viel CO2 emittieren Sie denn eigentlich? Also die Zahl habe ich vermisst. Und was ich auch nicht finden konnte, ist, wie viel von Ihrem, also Sie haben ja 300 Tonnen Grünstahl, den Sie jetzt beziehen, von ThyssenKrupp, glaube ich. Aber wie viel Stahl beziehen Sie überhaupt insgesamt? Ja, also ist das ein Zehntel, ein Hundertstel oder so? Also da habe ich mich auch gefragt, geht da nicht noch ein Tick mehr Transparenz? Natürlich geht noch mehr an Transparenz, aber ich glaube, wichtig ist, dass wir erstmal den Weg einschlagen und sagen, wir wollen das tun, wir wollen uns öffnen. Wir als Familienunternehmen, wie viele andere auch, sind mit Veröffentlichungen immer etwas sparsam in der Vergangenheit gewesen. Und ich glaube, das geht heutzutage nur noch sehr bedingt oder vielleicht auch gar nicht mehr, weil der Konsument, es gibt viele mündige Konsumenten, die möchten verstehen, was vor sich geht und die möchten eine souveräne Entscheidung treffen. Und um diese souveräne Entscheidung zu ermöglichen, müssen wir eben Transparenz walten lassen. Wir stecken natürlich etwas da drin, dass man, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, auch viel über Technologie und Kosten spricht. Und da wird es dann natürlich spannend, wenn man Dinge offenlegt, die die Umwelt betreffen, aber gleichzeitig auch die eigene Wettbewerbsposition sehr klar offenlegen, dass man sich da immer wieder entscheiden muss und abwägen muss. Ich glaube, man darf nichts Falsches sagen, man darf auch nicht in eine Richtung informieren, die dann den Konsumenten in die Irre führt, aber ob man wirklich immer alles bis ins Letzte offenlegen muss, das müssen wir für uns auch noch diskutieren. Wie weit wollen wir da gehen? Aber ich glaube, man muss anfangen, man muss testen, man kriegt Feedback und man kann sich dann weiterentwickeln. Also ich glaube, nur so geht's. Man kann nicht 0-1 entscheiden, so oder so, sondern auf den Weg machen, merken, ob es funktioniert. Wir haben heute schon gelernt, dass Stahl ein Rohstoff ist, den man sehr gut recyceln kann, der natürlich auch einen hohen Wert hat. Der Preis ist ja auch nochmal gestiegen in den letzten Jahren. Es gibt einen hohen Anreiz, Stahl, der einmal eingesetzt wurde, auch wieder zu verwenden. Inwiefern kann das eigentlich auch dazu führen, dass Sie zum Beispiel sagen, wir überdenken da auch unser Geschäftsmodell? Also wir verkaufen die Wannen gar nicht mehr, sondern wir verleihen die in Zukunft und nehmen sie dann nach 10 Jahren wieder zurück und erneuern die, schmelzen die ein, was auch immer. Ja, ist ein super Gedanke und letztendlich
passt das auch ein bisschen zu dem Projekt, also warum wir jetzt in das neue Projekt mit reingehen, dass man auch über Geschäftsmodelle nachdenken muss. Wenn ich Kreislauffähigkeit zu Ende denke, dann heißt es ja, ich denke auch darüber nach, wie das Produkt nach der Verwendung vom Konsumenten zurückkommt zur Produktionsquelle. Genau. Und natürlich, wenn ich es verkauft habe und jemand anderes es besitzt, dann ist es erstmal nicht mehr in meinem Einflussbereich. Insofern ist genau die Frage richtig. Muss man nicht dahin kommen zu sagen, wir machen Pay-per-Use oder wir verleasen, verleihen die Produkte und sorgen dann nachher für die Rückführung. Wie Sie richtig sagen, Stahl ist ein Rohstoff, ein Wertstoff, dafür gibt es eine Börse und Stahlschrott kostet Geld. Also das ist nicht so, dass man dafür Geld bezahlen muss, wenn man ihn entsorgt, sondern man kriegt Geld, wenn man ihn abgibt. Also insofern, dieses Endprodukt will eigentlich jeder gerne haben und Sie können tatsächlich eine Stahlbadewanne verkleinern und in den Hochofen schmeißen, sag ich mal. Und dann geht die Reise von neuem los. Und da brauchen Sie dann auch kein CO2, weil Sie den Stahl nicht mehr reduzieren müssen. Sie reduzieren Eisenerz mit Kohle und CO2, also Eisenerz, die Kombination von Kohle und Eisenerz erzeugt CO2. Wenn aber der Stahl aus dem Eisenerz schon Stahl geworden ist und Sie den wieder in den Hochofen einbringen, entsteht kein CO2 mehr. Also diese Recycling-Thematik ist extrem wichtig. Und da wird es jetzt auch neue Produkte geben in naher Zeit, die teilweise zu 100% aus recyceltem Stahl bestehen. Und Sie haben jetzt eben schon gesagt, es gibt ein neues Projekt, das Sie zusammen mit dem WWF machen. Herr Heinrich, worum handelt es sich dabei genau? Um Mehrwegsysteme. Das spielt dann hier. Ja, aber mit einem Blick auf diese weltweite Konvention. Also für die haben wir uns unheimlich eingesetzt als Organisation. Der WWF hat ein Netzwerk von an die 100 Büros weltweit in 100 verschiedenen Ländern. Und wir haben schon bei der vorletzten UNEA-Konferenz, die UNEA, das ist diese UNO-Versammlung der Umweltministerinnen und Minister, da hatten wir Anlauf genommen. Damals konnte sich sozusagen die UNEA noch nicht durchringen, dass es eine solche Konvention geben sollte. Es hat dann aber dort ein Momentum gegeben und da haben wir schon auch mitgewirkt, aber auch die deutsche Bundesregierung hat damals gute Dinge getan und hat eine Gruppe von willigen Ländern kreiert, die da weiter dran gearbeitet haben. Wir auch im Hintergrund. Und das ist dann im Frühjahr dieses Jahres gelungen, diese Konvention zu erzielen. Und wie gesagt, es geht ganz schwerpunktmäßig darum, dieses Einmalnutzungsplastik, dieses Single-Use-Plastik, dieses Wegwerfplastik aus der Welt zu kriegen. Das wird eine der Hauptstoßrichtungen sein. Und wie kriegt man das? Dass man es vermeidet, wo es einfach nicht notwendig ist. Also Stichwort Nutella, wobei jetzt haben wir so auf Nutella rumgehackt, jede Menge Butter und Marmelade, also die arme Nutella. Also die sinnlosen Produkte weglassen. Wo immer es geht, aber wirklich, wo immer es auch wirklich geht, Mehrwegsysteme einzuführen. Und wir glauben, da geht viel mehr. Und da sind wir dann beim Punkt, dass wir gesagt haben, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt auch, um es weltweit hebeln zu können, weil wir haben als internationale Organisation immer im Prinzip den Planeten im Blick, wollen wir, damals haben wir das in Vietnam gemacht, hoffen, dass in anderen asiatischen Ländern jetzt auch Fuß fasst. Das haben wir ja nicht nur für Vietnam gemacht. Und jetzt wollen wir das mit diesem Mehrwegsystem noch mal ein bisschen genauer wissen. Das wird aber eher dialogisch sein, wissenschaftlich gestützt sein. Und wie gesagt, eine erste Studie mit Systemic hat gezeigt, dass wir guter Hoffnung sind, dass man schon mal 30% des gesamten Verpackungsaufkommens durch Mehrwegsysteme ersetzen könnte. 30%, das heißt nicht alles. Ja, das zeigt, es hat auch seine Grenzen, das ist auch, glaube ich, nachvollziehbar. Aber wenn das ist schon mal ein Teil der Lösung, 30%, dann hat sich ganz klar gezeigt, 40% geht ganz wahrscheinlich ohne große Verbiegungen und ohne große Innovation mit recyclingfähigen Kunststoff und recyclingfähigen Materialien. Und dann bleibt noch ein Delta. Naja, und dieses Delta, wie immer, das muss man dann thermisch verwerten. Ja? Aber man kriegt 70%, würde man reduziert kriegen, einfach nur durch eine vernünftige Anwendung. Und da wollen wir jetzt mal ran. Und wir wollen uns jetzt nicht den Recyclinganteil angucken, wir wollen uns auch nicht die Getränke-Mehrwegverpackung angucken, das ist alles erprobt. Wir wollen mal in die Bereiche mit Mehrweg gehen, die noch nicht so durchleuchtet sind. Also den Internethandel, die Gastronomie, die Großgastronomie, das Hotelgewerbe etc. Ja? Ja. Okay, also das ist ja ein guter Ausblick. Wir sind gespannt, was bei dem Projekt, was Sie da zutage fördern. Ich sage danke, dass Sie aus der Praxis berichtet haben, dass wir gelernt haben, was die Politik vorhat und auch noch mehr tun kann, was Unternehmen jetzt schon tun, aber auch noch tun können. Und dass wir auch mit einem Stück Optimismus dieses Podium hier beschließen, weil wir eigentlich alle erkannt haben, Plastik lässt sich reduzieren.
Es lässt sich mehr Zirkularität herstellen. Wir müssen es, glaube ich, nur alle in Angriff nehmen. Also vielen Dank dafür. Vielen Dank an all diejenigen, die jetzt von zu Hause aus oder von unterwegs zugehört haben. Vielen Dank. Ich habe hier die Liste der Orte bekommen. Natürlich sind einige aus Aalen dabei, wo Kaldewey sitzt. Keine große Überraschung, aber wir haben ja auch Paris, Stockholm, Eppern in Südtirol. Also ganz unterschiedliche Orte. Toll, dass Sie dabei waren und vielen Dank an Sie hier im Saal. Sie bleiben jetzt bitte noch hier. Es gibt noch einen kleinen Umtrunk und was zu essen. Und ich sage herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihren Besuch heute Abend. Dankeschön. Danke. Danke.